Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Coma Art. Ich bin Markus Göttermann und heute geht es darum, wie es im Intro auch kurz angeteasert wurde, diese Pendelanimation zu erstellen, wo dann die Pendel schön hin und her laufen und sich dadurch dann entsprechend ein entsprechendes Muster gibt. Ich habe das in einem anderen Video gesehen, fand das sehr interessant und cool gemacht und so hatte ich mir gedacht, ich wollte das mal nachmachen. Im Originalvideo war es allerdings mit Eevee und ich wollte es mit Cycles machen. Und hier könnt ihr jetzt dann nachher das Ergebnis sehen. Ich habe ein paar Sachen verändert, aber im Großen und Ganzen ist es nahe dem Originalvideo. So, also lasst uns nicht lang drum rumschnacken, lasst uns anfangen. Als erstes entfernen wir wieder alles, wie sonst auch meistens, und dann fügen wir einen Circle, einen Kreis einfach hinzu. Den machen wir relativ klein. Nehmen wir mal 0,5. Oh, damit ist er relativ klein, könnte ein bisschen klein sein, aber mal 0,1. Okay, ich denke, das ist ein bisschen besser. Dann gehen wir in den Edit-Modus und sagen Extrude für Auslängen. Dann Z für die Z-Achse minus 30. Enter und damit haben wir jetzt eine 30 Meter lange Stange oder Faden. Dann gehen wir wieder in den Objektmodus und jetzt wollen wir das nach oben verschieben, weil mir ist oder uns ist wichtig in diesem Fall, dass hier oben der zentrale Punkt ist. Das heißt, wir schieben den jetzt mit GZ, 30 ist es lang, schieben wir den mal 32 Meter hoch und dadurch haben wir hier ein bisschen Puffer. Und dann, wenn wir jetzt nämlich sagen, wir wollen den rotieren um Y, hier ist ja Y, dann können wir R und so haben wir schon mal unsere Pendelstange. Und jetzt wollen wir hier unten noch eine Kugel hinzufügen und die soll sofort mit zu dem dazugehören. Das heißt, wir gehen wieder in den Edit-Modus. Dann sagen wir Shift A und wir nehmen eine Icosphere in dem Fall mal. Und dann gehen wir hier auf Subdivisions und sagen mal auf 4. Und dann Location gehen wir mal Z 1,5 nach oben. Ja, ich würde sagen, das sieht gut aus. Sind wir ein bisschen nach oben. Und damit haben wir schon unseren Pendel im Grunde fertig. Jetzt, wo wir direkt in diesem Modus sind, ist es jetzt noch am einfachsten, weil wir haben nur ein Pendel, die Materialien zumindest schon mal zu erstellen. Das heißt, wir wollen zwei Materialien haben, einen für die Kugel und einen für den Stab. So können wir jetzt neu klicken bei Material und dann sagen wir, das erste Material nennen wir Ball für die Kugel und dann erstellen wir und das lassen wir jetzt erst und dann können wir mit Ctrl I die Vertices wechseln und fügen mit Plus eine neue hinzu, machen neu und die nennen wir dann Stick für den Stab und sagen dann Assign und damit ist auf dem Stab der Stick und der Ball bleibt unten auf der Kugel. Jetzt machen wir Tab und wir können in Objektmodus gehen und dann können wir jetzt sagen, den Stab, den machen wir jetzt mal
in ein leichtes Grau. Wir gehen einfach hier runter und machen die Roughness ein bisschen runter, sagen wir ja, irgendwo dahin. Und das heißt, der spiegelt dann nachher ein bisschen. Und Grau mache ich vielleicht noch ein bisschen heller. Noch ein bisschen. Also lassen wir es mal. Ich habe dann hier jetzt eine 676767 FF. Dafür habe ich mich jetzt entschieden. Dann gehen wir auf den Ball. Hier wechseln wir jetzt und sagen, wir nehmen Emission. Und hier nehmen wir dann bei Color Black Body. Damit haben wir Kelvin-Temperaturen. Und ich persönlich finde es schön, eine Kelvin-Temperatur zwischen 2000 und 2500 zu nehmen. 2000 ist ein etwas helleres Kelvin und 2000 ist ein etwas dunkleres dann, aber eine warme Farbe, und 2500 ist dann noch ein bisschen heller. Allerdings müssen wir oder machen wir eben schon mal eine Einstellung, weil ich das hier in Filmic haben möchte und dann in High Contrast. Und dann ist das mit 2000, finde ich, angenehmer, und dann nehme ich eine Strength auch von 2000 und dann gehen wir mal hier hin. Wir können es dann gleich noch ein bisschen anpassen. Das ist auf jeden Fall jetzt erstmal für die Kugel und für unseren Pendel. Jetzt soll die Kugel sich natürlich bewegen, also animieren. Dafür mache ich jetzt einen zweiten Bildschirm auf oder ja, ein zweites Fenster. Da gehen wir dann jetzt in den Graph Editor und hier nehmen wir jetzt mit K dann die Rotation, weil er soll ja rotieren, und wir brauchen nur die Rotation über Y, weil er ja hier hin und her gehen soll. Das heißt, wir können den entfernen und den entfernen, und auf Y möchte ich dann einen Modifier machen, sag New Modifier und dann Built-in Function. So, und damit kriegen wir hier, wenn ich jetzt auf Play drücke, eine Animation. Und mit der Fast Multiple regeln wir den Ausschlag. Das heißt, wenn wir hier, ups, das war jetzt viel zu schnell, wenn wir jetzt hier runter gehen, geht der Ausschlag runter, und ich mache mal Punkt 2. Ne, nicht der Ausschlag, sondern die Geschwindigkeit. Damit schieben wir die Phasen auseinander. Und dann mit dem hier machen wir den Ausschlag. Und das wäre jetzt, nehmen wir mal 0,1. Und da ist der Ausschlag dann nur so ganz gering. Und das ist mir zu wenig. Und deswegen nehmen wir nur eine 0,3. Das gefällt mir dann ziemlich mit dem Ausschlag. So, dann möchte ich das gerne noch, jetzt hüpfen wir viel hin und her, möchte das in 4K später haben, und mir jetzt gerade ist wichtig 60 Frames. Ach komm, dann gebe ich auch direkt einen Speicherordner. So, und mache einen neuen Ordner. Video 01. Capped. Haben wir damit schon alle Einstellungen hier gemacht. Und dann, wenn ich das auf 60 Frames per Second nehme, dann
schiebt sich das quasi zusammen, weil ich ja jetzt anstatt 24 Frames per Second, also pro Sekunde, geht es auf 60 Frames pro Sekunde und das ist ungefähr doppelt so schnell und deswegen ist der Pendel dann wieder relativ schnell und deswegen setze ich das jetzt mal auf 0,5. Ja, 0,05, Entschuldigung. So. Und dann hat der Pendel eine schöne Geschwindigkeit. Den Ausschlag mag ich. Könnt ihr für euch sonst gucken, ob ihr es mehr machen möchtet. Dann gehen wir einmal auf die Timeline und gehen auf Frame 0. Und dann gehen wir mit 1 in die Front View und jetzt sehen wir, dass er nicht hundertprozentig in der Mitte ist und das können wir mit dem Offset auslösen. Wie man sieht, verschiebt sich dadurch dann die Kurve und das wäre dann 0 will er nicht, 0,05, ups, ins Minus. So, damit haben wir jetzt erstmal das Offset auch eingestellt und damit haben wir ein Pendel quasi erstellt und fertig gemacht. Jetzt wollen wir natürlich mehr Pendel haben. Jetzt nehme ich erstmal so, nehme ich den erstmal weg, dann habe ich wieder mein Pendel und jetzt wollen wir natürlich sagen, wir wollen ein paar mehr haben und dann sage ich Shift D, Duplicate, Y5, okay. Und dann können wir mit Shift A repeaten und dann können wir theoretisch so viel machen, wie wir wollen. Machen wir mal, ja, 20 Stück haben wir jetzt aus Spaß. Und dann können wir bei allen hier dementsprechend das Offset einstellen, um dann das dementsprechend hinzubekommen. Und dann fangen wir hier hinten, sage ich mal, bei 40 an. 0,04. Der wird dann 0,041. Der wird dann 0,042. Und der dann 0,043. Der ist dann 0,044, hoffe ich. Und dann geht es erstmal so weiter. So, jetzt haben wir von 40 bis 59 jeweils ein anderes Offset gegeben und wenn wir jetzt Play machen, bekommen wir da dementsprechendes, wie heißt es, oder eine dementsprechende Bewegung hin. Der ist halt eben dann schneller, der ist langsamer und dadurch funktioniert das dann. Jetzt müssen wir gucken, wie man sieht, ist ja jetzt nur ein relativ kurzer Abschnitt. Und damit das dann den kompletten Lauf einmal durchgeht, können wir quasi alle einmal markieren. Das heißt, wir gehen von Zylinder vom 1 bis 19. Dann haben wir hier eine Kurve. Hier überschneidet es sich und hier sieht man dann immer wieder, wie es dann weitergeht und sich überschneidet. Und dementsprechend gucken wir mal weiter. Und die nächste Überschneidung sieht dann hier cool, ist da noch nicht. Also noch weiter.
gucken, noch weiter gucken, noch. Da haben wir die nächste. Und das heißt, wir gehen einmal in 1 in die Front View. Und da wäre jetzt wieder eine Überschneidung. Und da geht es schon wieder zurück. Aber jetzt frage ich mich, warum ist er hier davor? Wir nehmen erstmal den Frame. Das wäre jetzt 6, 2, 8, 3. So. So, das sieht ja schon mal gut aus. Und wir lassen das jetzt mal so. Alternativ, wie gesagt, kann man es auch einfach nur mit 10 machen. Finde ich auch sehr schön. Und ja, dann machen wir das jetzt mal etwas anpassen noch. Das heißt, ich möchte jetzt eine Plane hinzufügen, aber dafür machen wir jetzt erstmal Pendel. So, da sind nur die Pendel drin. Dann machen wir eine neue Kollektion. Die nenne ich jetzt Rest. Und da mache ich jetzt einmal eine Plane rein. Und die mache ich auf 300 mit der Größe. Dann gehe ich mal eben mit 7 in der Top View und sage dann G Y und schiebe das mal noch ein bisschen nach hinten. So. Dann oder warten wir mal eben, dann füge ich eine Kamera hinzu. Shift A. Ach, wo ist sie? Da, Kamera. Und dann gucken wir mal, wie es ungefähr aussehen könnte. Sagen wir ungefähr so, finde ich gut. Und dann mache ich Shift Control 0. Warum zeigt er meine Screencast-Keys nicht an, sehe ich gerade. Ist ja auch egal. Wir machen auf jeden Fall N für das Side-Panel und da auf der X-Achse auf 0 bleiben. Dann hier nehme ich minus 40 und hier nehme ich 13 und dann sagen wir 80 Grad und auf Z möchte ich 0. So, dann gehe ich auf Kamera und ich nehme 30 mm. Dadurch kommen wir wieder ein bisschen weg. Dann gehe ich mit 0 aus der Kamera raus und sage Shift A und ich möchte ein Licht hinzufügen. Hier nehme ich ein Spotlight. Da hatte ich jetzt auch schon viel ausprobiert. Und da trage ich jetzt die Werte auch einfach ein. Da nehme ich hier 76, dann hier 41 und hier minus 5,7. So.
Dadurch bekommen wir einen Schein hier drauf. Und ich nehme jetzt, ich habe es original nur mit 10 Pendel gemacht. Ich habe jetzt natürlich mehr, aber ich möchte mal gucken, wie das am Ende aussieht. Dann möchte ich hier eine Farbe haben, dass das Licht nicht ganz weiß scheint nachher. Moment, wir machen jetzt einfach mal da drauf und gehen mit 0. Oh, ist das grell? Warum ist das so grell? Pendel, Ball. Ach, Strengths ist so. Habe ich zu viel hintergemacht, einfach nur 2. Gut, hat sich das geklärt. Dann für den Spot möchte ich eine Farbe haben von, ich habe 3 verschiedene rausgesucht, ein schönes Blau, ein Rot-Gelb und ein Grün. Ich habe mich aber für das Blau entschieden, das finde ich persönlich sehr schön. Und das wäre ein C0, D0, FF. So, dann muss das Licht etwas höher gedreht werden und das wäre dann 5000 Watt. Und damit sieht man hier schon schön ein bisschen den Kegel. Die Streben werden runtergeleuchtet. Und jetzt möchte ich den Boden in einem Wasser haben, was ein bisschen reflektiert. Ob es nicht den Shader Editor, nehmen wir den Asset Browser. Und dann nehme ich mein selbstgemachtes detailliertes Wasser. Das ziehe ich einfach rein, drauf. Und dann habe ich hier das Wasser, was reflektiert. Und damit dann müssen wir das, weil ich habe das animiert und das Wasser geht jetzt gerade, sieht man hier so, zwar nicht perfekt, aber man sieht es ist relativ zügig, dass das geht. Und die Wellen da drauf sieht man hinten auch, die sind ziemlich schnell und das möchte ich einmal mit dem Shader Editor ändern. Wir gehen auf die Plane und dann machen wir hier, wo ich Animationen reingemacht habe. Moment, wir gehen erst nochmal eben. Irgendwie geht das auch mit einem Shortcut, aber den kenne ich noch nicht, auf 0. Nochmal wieder zurück auf den Shader Editor. Und hier, wo ich Animationen reingemacht habe, machen wir überall eine 0 hinter. 0. 0. Und hier auch noch eine 0. Und wenn wir jetzt das Ganze laufen lassen, gehen die Wellen langsamer und die kleinen Wellen gehen dann langsamer mit weiter. Und dadurch wirkt das Ganze viel angenehmer, viel ruhiger und es gibt auch ein schöneres Bild am Ende. So, das heißt, wir haben das und jetzt möchte ich das Ganze noch ein bisschen natürlicher machen, indem ich einen Nebel mit einfüge. Dafür gehe ich nochmal wieder auf den Asset Browser und ich habe hier ein Objekt Nebel gemacht. Das ziehe ich einfach mal hier so ganz wild rein. Und den können wir dann auch schön aufscalen und wie wir jetzt sehen, sehen wir nicht viel. Und deswegen gehen wir dann hier nochmal auf den Shader Editor und wir tun den hier umändern auf 0,01 und dadurch haben wir einen leichten Nebel, der um die Lichter rundherum wirkt und von oben, das Licht, was von oben kommt, bringt damit auch noch etwas mehr, wie heißt es, Effekt mit rein. Dann gehen wir einmal mit 7 in die Top View. Jetzt möchte ich nämlich hier den Cube ein bisschen
größer ziehen. So, dass wir da ungefähr drüber sind. Damit haben wir den dann auch schön mit drin. Wo hat er den jetzt da? So, eben runtergezogen. Haben wir den Cube mit drin. Jetzt gehen wir nochmal mit 0 das Licht. Und jetzt haben wir, wenn ich jetzt F12 mache, hier hinten so eine blöde abgeschnittene Kante. Und die können wir jetzt noch bearbeiten, indem wir auf die World gehen und wir sagen, wir machen den Hintergrund komplett schwarz. Und dann haben wir hier auch mit dem Licht und alles eine etwas bessere Wirkung. Und wenn wir jetzt F12 drücken und das Ganze mal rendern, so, und dann wirkt das hier schon richtig schön da hinten ganz anders. Und so finde ich das jetzt ziemlich angenehm. Wir könnten mit der Kamera vielleicht noch ein bisschen näher dran, dass wir die erste Kugel etwas stärker haben. Finde ich, muss aber nicht unbedingt. Was man noch machen könnte, wäre sonst vielleicht die Kugeln vom Wasser noch ein klein bisschen höher machen, dass die hier nicht so einen runden Fleck abbilden. Das würde ich sagen, das können wir nochmal eben versuchen. Aber da machen wir das ganz einfach. Wir nehmen einfach die Plane, genau, und sagen GZ und machen mal 0,5 minus und machen dann noch einmal ein Render. So. Ja, das ist doch schön. Jetzt haben wir da keinen Kreis mehr drunter. Das wirkt ziemlich schön. Und dann würde ich sagen, das können wir auf jeden Fall so lassen. Ja, gut, dann gehen wir noch einmal alles durch, ob wir alles entsprechend haben. Wir haben den Boden, wir haben den Nebel, Kamera ist okay, das Licht haben wir, die Animation funktioniert. Ich lasse das jetzt mal mit den 20 Kugeln. Und dann haben wir die Materialien, das passt mir. Dann haben wir hier Filmic High Contrast eingestellt. Cycles, weil ich möchte das gerne in Cycles ausprobieren. Das Originalvideo war ja mit Eevee. Und dann gucken wir hier, die Auflösung passt, 60 Frames. Wir kommen mit dem Ende passend hin. Speicherort, ich möchte das erstmal als PNG machen. Gut, das sollte dann eigentlich passen. Dann gehen wir erstmal in den Solid View, sagen dann noch einmal speichern oder überhaupt einmal speichern. Das haben wir nämlich heute noch nicht gemacht. Und gehen so und mache ich wie immer einfach Test 01. Save und dann lassen wir dem jetzt mal, wird wahrscheinlich eine Ewigkeit dauern, 6283 Bilder rendern. Das
bin ich mal gespannt, wie lange das jetzt dauern wird. Okay, dann hören wir uns wieder und sehen uns wieder für mich, wenn ich mit dem Rendern fertig bin, und für euch wird es dann wahrscheinlich nicht lange oder wird es dann nicht lange dauern. Deswegen dann mal bis gleich. Nach 2, 3 Vierteltagen war es endlich soweit, also das hat deutlich länger gedauert, als ich gedacht hatte, und ja, ist halt eben eine große Animation, aber war mal interessant. Mein Computer musste voll rennen, und auf jeden Fall sind jetzt alle 6283 Bilder gerendert und wir können das jetzt schließen. So, dann können wir hier, sag ich mal, noch einmal abspeichern, File, Save, und dann gehen wir mal dahin, dass wir einen Film quasi daraus erstellen können. Als erstes möchte ich hier dann wieder den Timecode ausstellen. Ich möchte die Frames haben, dann müssen wir natürlich auch wieder die Auflösung anpassen, dann die Frames, 60 Frames, und dann müssen wir hier auch gehen auf 6283. So, und einen Speicherordner wieder festlegen. So, nehme ich denselben, wo ich es drin habe. Kept. So, und dann können wir hier noch auswählen Video. Wir bleiben da auf FFmpeg Video, und damit bin ich dann da soweit einverstanden. Dann können wir hier drauf gehen und sagen Shift A und dann Image Sequence, also dass wir eine Image hinzufügen, und dann gehen wir auf denselben Ordner und können nun alle Fotos oder alle Bilder auswählen und sagen dann Add Image Script. Und dann haben wir hier alle, hört gar nicht mehr auf, 6000 Bilder. So, 3, da haben wir noch, und da ist dann Ende. Gut, dann gehen wir nochmal wieder nach vorne, weil ich möchte natürlich jetzt noch Musik hinzufügen, und dafür habe ich etwas gesucht, und das Lied hier gefällt mir ziemlich gut. So, sollte passen. No, passt nicht. 1, gut, damit sind wir dann bei Frame 1. Und dann können wir nach hinten noch einmal gucken. Das Lied ist jetzt etwas länger, und gäbe es jetzt ein paar Möglichkeiten, um das anzupassen. Das sind jetzt von hier 60 Frames weiter wären 1300, wäre eine Sekunde, 1340, dann 6400 wären 2 Sekunden. Wäre noch einiges an Zeit, also wir könnten jetzt machen, dass wir vorne das erste Bild mehrmals reingruppieren, dass der quasi erst steht und dann später anfängt. Oder wir haben die Möglichkeit zu sagen, wir cutten das hier irgendwo ab und ziehen dann die Lautstärke Richtung 0. Das erste, was ich auf jeden Fall machen möchte, weil die Musik hier drin immer zu laut ist, ich mache auf 0,5. Damit ist die Musik schon mal nicht so laut. Und dann könnte ich jetzt mal sagen, wir gehen einfach mal aus Spaß
bis zum Ende. Oder sagen wir hier ungefähr. Na, machen wir mal so. So. Und dann nehmen wir nach hier hinten. Ups. Und dann nehmen wir einfach mal das letzte Bild. So. Add Image Script. Und dann ziehen wir das mal bis zum Schluss. Und hier eben bis da dran. Das heißt, ja, wir müssen jetzt ziehen wir noch eins weiter und dann machen wir da das letzte Bild. Das wären dann 6722 anpassen. Und dann gucken wir mal eben der Übergang. Genau. Dann bleibt das so stehen und wir lassen es. Und am Anfang können wir dasselbe machen. Wir machen Image hinzufügen, nehmen das erste Image so und machen dann von 1 ja. Eigentlich möchte ich gerne, dass es da anfängt, weil das vom Übergang hört sich das ganz interessant an. Das heißt, ich gehe jetzt noch mal ein Stück weiter. Muss ich noch mal nach hinten gehen, weil da blockiert jetzt das Chip weg. Dann wieder nach vorne. Und dann ziehen wir den mal ungefähr dahin. So, den ziehen wir bis da dran. Gucken wir noch einmal. Gut. Dann gehen wir noch mal nach hinten. Ziehen das dran. Ja. So. Noch einmal von Anfang an. Ja. Das gefällt mir jetzt soweit. Dann speichere ich das noch einmal oder erstmal ab. Ich nehme wieder die Standarddatei und setze da das Video hinter vom Namen her und damit ist es gespeichert. Ich habe den Speicherort und dann nochmal Save und dann rendern wir das Ganze.
Damit sind wir dann am Ende des Videos angekommen. Die Animation ist fertig. Wir können das Fenster wieder schließen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet damit was anfangen und dass ihr das für eure Projekte gebrauchen könnt. So, also lasst mir gerne ein Like da oder kommentiert den Kanal. Und jetzt werde ich euch dann zum Schluss noch einmal das fertige Endprodukt zeigen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Also, ciao.